Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hier dreht sich alles um das Thema Lebensmittel, Selbstversorger, Einkochen, Brot backen und alles, was das Selbstmachherz begehrt. Heute gibt es ein sehr schmackhaftes und jahrelang haltbares Atombrot, um auch in Krisenzeiten etwas auf Vorrat zu haben und wie du da jetzt selber schnellstmöglichst vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Das Brot ist auf Basis von Kichererbsen. Du nimmst eine Dose mit 400 Gramm inklusive Saft und pürierst alles erst einmal, dass du eine feine Masse hast. Das Kichererbsenpüree können wir jetzt auf die Seite stellen und widmen uns erstmal den Hauptzutaten. Das wäre 220 Gramm Haferflocken. Du kannst grobe oder feine nehmen. Ich habe halb-halb genommen. Dort kommen 80 Gramm Leinsamen und 20 Gramm Flohsamenschalen hinein. 10 Gramm Salz dürfen nicht fehlen und zu guter Letzt 180 Gramm gemischte Kerne wie Kürbis und Sonnenblumenkerne und Sesam. Aber letzten Endes ist das auch dir und deiner beliebten Zusammensetzung überlassen. Nun geben wir in die Kichererbsen noch 20 Milliliter Öl. Ich habe Olivenöl, du könntest aber auch Raps- oder Kokosöl nehmen. Ganz so, wie es dir auch hier beliebt. Und dann kommen noch 110 Milliliter kaltes Wasser dazu. Die Zutaten verrührst du jetzt einfach miteinander, bis du eine glatte Masse hast. Und dann kommt quasi die Vereinigung von den flüssigen zu den festen Zutaten. Nun kannst du es dir schon denken, die Zutaten werden nun so lange miteinander vermischt, bis du keine trockenen Stellen mehr hast. Das geht relativ fix. Und dann richte dir eine Einkochgläser. Ich habe 580 Milliliter Beckgläser. Du kannst jedoch auch Schraubgläser oder Sturzgläser nehmen. Meine Gummiringe gebe ich schon mal in eine Schüssel auf die Seite. Genauso wie die Klammern. Und kleide mit etwas Öl deine Gläser aus, damit nichts kleben bleibt. Natürlich kannst du dafür auch einen Pinsel nehmen oder wie ich deine frisch gewaschenen Fingerchen. Nun gib noch Sesam oder Haferflocken in deine Gläser rein und kleide sie damit aus. Genauso sollte das aussehen, dass auch wirklich nichts kleben bleibt. Und nun gebe deinen Teig hinein, drücke ihn fest, sodass keine Lufteinschleusungen mehr da sind. Drücke den Teig ruhig richtig fest, so wie ich das hier mache. Wenn die Gläser jetzt so weit gefüllt sind, dass ihr oben noch ca. 2 cm Luft habt, reinige noch den Rand des Glases, dass sich nichts mehr vom Teig dort befindet. Kannst du die Gläser erstmal auf die Seite stellen, ein bisschen klar Schiff machen und dann gib noch auf den Teig oben drüber ein wenig Öl, verreibe das auf den Teig und gebe noch ein paar Kürbiskerne und ich nehme noch Sesamkörner. Jetzt kannst du die Gläser noch für ca. 20 bis 30 Minuten quellen lassen und heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 200 Grad ohne Backblech auf. Nach Ablauf der Zeit kommen die Gläser auf dein kaltes Backblech und ab damit in den Backofen für die nächsten 45 bis 60 Minuten. Nach der Hälfte der Backzeit lege deinen Deckel und die Gummiringe in heißes Wasser, damit die Gummis elastisch sind und die Glasdeckel nicht platzen können. Wohlig duftend kommt das Brot auch schon aus dem Backofen raus. Nun trockne einen Gummiring und den Deckel. Dann lege beides auf das Glas und verschließe mit Hilfe der Klammern natürlich das Glas. Zum Abkühlen der Gläser drehe sie um. Nimm am besten einen Handschuh, ich habe mir nämlich ordentlich die Finger verbrannt, damit das Kondenswasser nicht auf das Brot tropft und sich auch vom Boden löst.
Deswegen drehe ich jetzt auch das dritte Glas um, was ich für euch reserviert habe. Und wenn es ausgekühlt ist, zeige ich es euch, wie das Brot von innen aussieht. So hält sich das Notfallbrot jetzt ungefähr ein Jahr frisch und kann aber auch ohne Notfall sehr gut jederzeit gegessen werden. Schmeckt prima zu herzhaften und süßen Gerichten und in 10 Tagen hat sich ungefähr die Feuchtigkeit mit dem Brot richtig verbunden und zerfällt nicht mehr so wie das, was ihr jetzt seht. Und nun wünsche ich euch einen wunderbaren guten Appetit, lasst es euch gut gehen und bis demnächst. Pfiat's euch!